Ja, genau richtig. Ja, der Termin ist gut. Machen wir. Mhm. Ja? Einen Moment bitte. Amrani? Ja? Kannst du mal Machen schnell wir. die Tür aufmachen? Gut. Kannst du mal schnell kommen? Ich bin gerade am Telefon. Ja? Das können wir Denk machen. bei dran, du musst nur zum Nachbar, der wartet schon draußen. Du wolltest um machen 7 wir. Uhr drüben sein. Alles klar. Mhm. Denk dran, der wartet. Kommt dir das bekannt vor? Fast jeder leidet heutzutage unter Stress. Fast jeder hat ihn, keiner will ihn. Stress ist allgegenwärtig und hat kein gutes Image. Dabei ist Stress keine Erfindung der Neuzeit, sondern ein uralter Überlebensmechanismus. Kaum jemand weiß genau, was Stress ist, und so entstehen Irrmeinungen. Stress macht krank, zu viel Arbeit produziert Stress, man sollte dem Stress ausweichen. Alle drei Aussagen sind nicht korrekt. Stress ist zuerst einmal gesund. Er entsteht, wenn die innere Balance der Körperzellen aus dem Gleichgewicht gerät. Die Stresshormone stellen das Gleichgewicht der Körperfunktionen wieder her. Das kann sowohl als positiv als auch negativ empfunden werden. Die Menge und Kontrolle darüber machen den Unterschied. Zum Beispiel die nutzbar gemachte Kraft des Feuers in Form einer Kerze ist positiv. Aber der Hausbrand ist unkontrolliert und negativ. Und bei Stress ist genauso, solange er nutzbar gemacht wird und nicht außer Kontrolle gerät. Es gibt verschiedene Arten von Stressoren. Tragödien und Tiefschläge wie Unfälle, schwere Krankheiten und Todesfälle in der Familie. Sie sind selten, aber für alle Menschen sehr belastend. Überforderung und Zeitdruck, vor allem im Beruf, aber auch im Alltag, werden in der heutigen Zeit immer häufiger. Am meisten sind es jedoch kleine Ärgernisse und Anstrengungen im Alltag und in der Familie, die uns in Stress bringen. Viel Arbeit muss keinen Stress verursachen. Stress entsteht nicht durch äußere Umstände, sondern dadurch, was wir mit diesen Umständen machen. Für Stress ist also nicht die Arbeit verantwortlich, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Dazu eine kleine Geschichte. Es war mal ein Weiser, der unglaubliches Arbeitspensum bewältigen konnte. Seine Schüler fragten ihn, wie es möglich sei, dass er niemals gestresst wirkt, sondern immer ruhig und gesammelt. Seine Antwort: Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich laufe, dann laufe ich. Seine Schüler sagten, das kann nicht das Geheimnis sein. Das tun wir auch. Aber warum sind wir gestresst, obwohl wir viel weniger Arbeit haben? Der Weise antwortete, wenn ihr steht, dann geht ihr schon. Wenn ihr geht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Das Geheimnis liegt in der Konzentration auf eine einzige Sache. Die meisten Menschen können ihre Gedanken nicht kontrollieren. Während sie ihre Aufgabe erledigen, denken sie an Teammeeting von letzter Woche, unfreundliche Gespräche mit Nachbarn und an Einkaufsliste für Abendessen. Unsere Gedanken gleichen einem unkontrollierten Hausbrand. Um Stress als positiv zu nutzen, müssen wir unsere Gedanken kontrollieren. Wie geht das? Indem wir fokussiert, kontrolliert und achtsam sind, sprich den Augenblick leben. Wir können Stress nicht ausweichen. Jemand, der Stress ausweichen will, erreicht genau das Gegenteil.
Er wird immer stressanfälliger. Ein Leben ohne Stress gibt es nicht. Deshalb sollten wir damit umgehen und ihn annehmen. Es gibt zwei deutliche Zeichen dafür, dass Stress negativ wirkt. Der erste, hochgezogene Schultern und zusammengedrücktes Kiefer. Diese Zeichen zeigen dir, dass du dringend Pause brauchst. Das waren aber nur die ersten Anzeichen. Bei Daueralarm können ernste gesundheitliche Schäden entstehen. Zum Beispiel hohen Blutdruck, Verdauungsbeschwerden, ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs, Schlaflosigkeit, Depressionen und Immunsystem wird geschwächt. Stress ist die Hauptursache für Erschöpfung. Aber die gute Nachricht, ein guter Umgang mit Stress ist eine Fähigkeit, die jeder lernen kann. Der richtige Umgang mit Stress sieht so aus. Hier haben wir Stress, Pausen, Stress, Pause. Die Menschen, die immer sagen, wir haben viel Stress und das hält uns zurück, die haben sogenannten linealer Stress. Die sind ganz oben. Ihnen fehlt die Pausen. Stress ist ganz in Ordnung. Wir brauchen Stress, um zu wachsen. Stress gibt uns den Wachstumsimpuls. Wachsen tun wir erst in der Pause. Und wenn wir diese linealer Stress haben, da wachsen wir aber nicht. Da fällt die Pause. Du springst ins Feuer und musst aber schnell wieder raus, bevor du verbrennst. Genauso ist der Umgang mit Stress. Deshalb ist es wichtig, nicht nur oben zu bleiben, sondern runterkommen in die Pausen. Denn Pausen brauchen wir wirklich. Pausen machen uns gesund. Die Bedeutung von Pausen wird unheimlich unterschätzt. Vor allem von Menschen, die viel Energie haben. Sie denken, sie brauchen keine Pause. Aber gerade sie brauchen eine. Und hier sind 11 Regeln für einen weisen Umgang mit Stress. Tu niemals 2 oder 3 Dinge gleichzeitig. Konzentriere dich auf das, was du gerade tust. Nimm nicht zu viel auf deine To-Do-Liste. Das macht viel Zwang und Stress. Plane genug Zeit ein, um pünktlich zu sein. Hitze verursacht Stress. Vermeide übermäßigen Ehrgeiz und Perfektionismus. Erwarte keinen dauerhaften Erfolg. Akzeptiere, dass es Höhen und Tiefen gibt, wie Sommer und Winter, Berg und Tal. Nimm dich nicht so wichtig, dann kann man dich nicht enttäuschen oder beleidigen. Sorge dich nicht um die Zukunft, lebe den jetzigen Moment. Halte Ordnung, denn Chaos raubt viel Energie. Lege Pausen fest und halte sie ein. Wer meint, keine Zeit für Pausen zu haben, braucht erst recht eine. Schreibe alle anstehenden Arbeiten auf, dann setze Prioritäten und arbeite sie ab. Versuche nicht alle Regeln auf einmal umzusetzen. Das wäre zu stressig. Das Gefühl Stress ist eins, doch die Ursachen und der Umgang damit sind unterschiedlich. Achte darauf, deinen Geist zu beherrschen und dich nicht von ihm beherrschen zu lassen.
Und wenn dein Kopf wieder anfängt, wie ein Grashüpfer von Gedanke zu Gedanke zu springen, dann ist höchste Zeit für eine Pause. Durch Meditation, Gebet oder Stille, bewusste Stille. Das war's von mir, liebe Freunde. Nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen. Für mein Video gilt's Daumen hoch, für euch Kopf hoch, euer Murat.